Grüß euch, liebe 1000 PS-Freunde. Der Begriff Naked Bike alleine reicht heutzutage offensichtlich schon nicht mehr. Wir sprechen heutzutage von Muscle Naked Bikes. Unter anderem die Kawasaki Z1000 mit ihren 142 PS und die BMW S1000R mit sage und schreibe 160 PS spielen da in der Liga ganz oben mit und wir vergleichen die beiden heute. Ich alleine nicht, weil ich das nicht so gut kann auf beiden Motorrädern. Ich nehme mir den lieben Herrn Chefredakteur Kurt zu Hilfe und der wird mich da ein bisschen unterstützen, gell? Ich würde vorschlagen, wer zuerst beim Friseur ist. Machen wir. Ja, die beiden Muscle Naked Bikes haben vom Namen her nicht zu viel versprochen. Sie sind wirklich muskulöse Motorräder. Bei der Kawasaki Z1000 sieht man sogar diese gedrungene, bauchige Form. Bei der S1000R von BMW ist das eher ein bisschen kühl und sportlich gehalten. Die Unterschiede sind aber enorm. Nicht nur jetzt die Leistung bei der Kawa eben 142 PS zur BMW mit 160 PS, das ist schon ein arger Unterschied, sondern auch von der Charakteristik her. Meiner Meinung nach ist die Kawasaki eben vom Motor her eher ein bisschen geschmeidiger und die BMW kann nicht ganz leugnen, dass sie von der S1000RR abstand vom Superbike. Da ist das alles wirklich sehr direkt, sehr hart und bei der Kawasaki eben mehr souverän, sage ich einmal. Lieber Herr Koth, wie siehst du das? Ähnlich. Mich wundert, dass BMW, dass sie den Motor ja für das Naked Bike anpassen mussten und 33 PS dran glauben mussten, es nicht geschafft haben, das Ganze etwas geschmeidiger zu machen. Oder sie wollten es gar nicht, weil Charakter hat das natürlich genug. Die Z dagegen, eigentlich auch direkt von der Gasannahme, aber die Leistungsentfaltung ist sowas von geschmeidig, ja, und fein. Das ist genau der Grund, wieso ich Vierzylinder liebe, ja, die ein bisschen mehr als einen Liter haben, 1043 Kubik. Genau deshalb liebe ich Vierzylinder. BMW hat eben die 999, so wie das Superbike. Wir sind uns jedenfalls einig, dass die geschmeidiger ans Werk geht als die BMW. Was wir aber auch beide wahrscheinlich nicht leugnen können, ist, dass die BMW doch besser geht. Also oben raus ist die BMW mit ihren 160 PS definitiv schneller oder schneller ist relativ, aber doch stärker eben als die Kawasaki. Und das kann die Kawa eben mit der Geschmeidigkeit nicht unbedingt wettmachen. Das heißt, wenn jetzt wer mehr auf ganz argen Sport steht, sollte er zu BMW greifen. Wenn wer aber ein geschmeidiges Musclebike möchte, ist er mit der Kawasaki vielleicht ein bisschen besser bedient. Gehen wir rüber zum Fahrwerk. Da hat die Kawa leider schon Schwächen, muss ich so sagen. Die BMW wirkt da etwas harmonischer. Die Kawasaki ist uns etwas zu hart abgestimmt. Der liebe Herr Alois Duric von Kawasaki hat mir empfohlen, es ein bisschen weicher zu stellen. Wir haben es jetzt aber so gelassen, weil wir bei der BMW eben auch das Serien-Setup gelassen haben. Und eben von Haus aus ist die Kawasaki ein bisschen zu hart abgestimmt. Ist das richtig? Genau. Ich finde das schade, dass das Fahrwerk so hart abgestimmt ist. Ich würde auch gerne wissen, wie es sich verändert, wenn man da ein bisschen was herumschraubt. Weil der Motor ist ein Traum, die Bremsen sind extrem kräftig und das Fahrwerk kann da leider nicht ganz mithalten. Da muss man teilweise auf schlechten Straßen vor allem ein bisschen zurückstecken und es eher vorsichtiger angehen, weil das Fahrwerk dann teilweise eben diese Schläge nicht schluckt. Aber wie gesagt, wir werden das probieren, werden auch ein bisschen herumhantieren und Alois soll uns da ein bisschen was einstellen und dann geht das sicher auch. So sehe ich das auch. Wir kriegen Sie ja als Dauertester in Sachen Komfort. Möchte ich auch noch erwähnen, dass der Sattel seltsamerweise ein bisschen härter ist als jener der BMW. Das kommt jetzt eben auch dem Komfort nicht zugute. Allerdings ist die Sitzposition eine sehr, sehr angenehme. Also man sitzt eben relativ vorderradorientiert, aber sehr knapp am Lenker drauf. Das heißt, man hat da meiner Meinung nach
eine Supermoto-ähnlichere Sitzposition als auf der BMW, die ist etwas länger gestreckt. Das ist auch jetzt nichts Schlechtes, aber ich sage mal, gemütlicher ist es irgendwie auf der Kawasaki als auf der BMW. Siehst du das auch so? Ja, ich finde interessant, die haben beide fast dieselbe Sitzhöhe. Auf der Kawa fühlt man sich aber wie 10, 15 mm tiefer. Man sitzt mehr im Motorrad drin, alles ist gedrungener, es ist nicht so in die Länge gezogen. Auf der BMW wirkt das ein bisschen so wie bei den K-Modellen. Da glaubt man, das Motorrad ist 3 Meter lang. Und da ist alles extrem kompakt und gedrungen, deswegen fühlt man sich auch ziemlich cool drauf, wenn man drauf sitzt. Ja. Dieser breite Tank, breite Lenker, eben vorderradorientiert. Und irgendwie ist das so ein bisschen ein Gefühl wie der Ritt auf der Kanonenkugel. Ja? Dieser massive Motor und drauf sitzt man und der Rest, den nimmt man gar nicht wahr. Was ich auf alle Fälle auch noch erwähnen möchte, ist, dass die Kawasaki von der Handlichkeit her mit der BMW nicht unbedingt mitkommt. Allerdings hat die Kawasaki diese Eigenheit, dass sie in engen Kurven ein bisschen kippt oder kippen möchte. Man muss es ihr erlauben. Dann kann man mit der Kawasaki auch sehr geschmeidig und flott um die Kurve kommen. Es ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor, aber schon da für am Anfang auf alle Fälle. Und das hast du auch gesagt, dass dir das aufgefallen ist. Und das macht das Ganze jetzt nicht unbedingt leicht. Aber wenn man sich an das Motorrad gewöhnt hat, dann passt das. Insgesamt ziehen beide ihr Ding ausgezeichnet durch. Die BMW S1000R, schon allein vom Namen her, ist eine direkte Abwandlung von der S1000RR, also was sehr Sportliches, sehr auf Superbike-Niveau, abgesehen von dem hohen Lenker und vielen anderen Umbauten. Aber die Kawasaki Z1000 ist meiner Meinung nach viel mehr von der ZX-10R entfernt als die nackte BMW vom Superbike. Die BMW zieht es auch beim Sound durch. Das ist so ein dumpfer, sonorer Klang, der eben sehr angenehm rüberkommt, so wie eben das ganze Motorrad sehr angenehm ist. Und Kawasaki sagt selbst, es soll ein Männermotorrad sein, mit dem man sich sozusagen identifizieren kann. Meiner Meinung nach ist es so, wenn ich mit der Kawasaki sozusagen die kurvigen Strecken geschafft habe, ohne zu stürzen, dann ist es jetzt nicht Glück, aber Elektronik hilft mir dabei nicht, weil sie hat ein ABS und sonst ist da keine Elektronik verbaut. Also irgendwie fühlt man sich da wie ein Held, wenn man es geschafft hat. Bei der BMW unterstützt irrsinnig viel Elektronik. Ja, das ist natürlich mit 160 PS auch toll. Wahrscheinlich ist man auch schneller als mit der Kawasaki, aber insgesamt ist für mich das halt wirklich ernsthaft durchgezogen, dass das letzte Männermotorrad oder das letzte Männer-Naked-Bike sein soll. Die BMW mit ihrer vielen Elektronik, ja, man muss es mögen und vom Preis her ist die BMW auf alle Fälle ein Hammer. Da konkurrieren die beiden auf Augenhöhe. Also wenn man jetzt auf Elektronik Wert legt, ist man dann mit der BMW irgendwie natürlich besser dran. Wenn man jetzt aber auch, für mich die Optik ist ein absoluter Traum bei der Kawa, ganz knapp am Prolo, aber noch nicht. Und die BMW, naja gut, das ist Geschmackssache, mir gefällt es nicht so gut. Welche ist deine Favoritin? Wie du erwähnt hast, liegen die beiden im Serientrim auf Augenhöhe, was den Preis betrifft. Andererseits muss ich sagen, dass ich die BMW so habe, wie ich sie haben möchte, würde ich ein paar Extras drauflegen, sprich, es würde auch teurer werden. Bei der Kawa kostet das ABS natürlich extra, Traktionskontrolle gibt es gar nicht. Deshalb auch eben sehr puristisch noch, echtes Männermotorrad, wenn man so sagen will. Brutale Optik, da ist die BMW eher so das Entstellte. Ich finde es nicht hässlich, aber ja, sicher nicht so beeindruckend wie eine Z1000 vom S-Salon. Für mich deshalb die Entscheidung aber auch sehr schwierig. Mit der BMW würde ich auch Touren fahren, mit der würde ich vielleicht hin und wieder zu zweit fahren oder in die Arbeit. Das würde ich mit der Kawa eher nicht machen. Da geht es einfach raus, da geht es Schlagabtausch, da muss schnell zugehen und hart. Eher nicht so die gemütlichen Touren. Das heißt, das Einsatzspektrum von der Z1000 ist wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, wenn ich wirklich nur ein Motorrad zur Verfügung hätte, würde ich möglicherweise zur BMW greifen. Wer hat nur ein Motorrad, bitte? Wir haben gar keins. Aber ich war von beiden bin von beiden sehr angetan. Die Kawa hat mich eigentlich sogar noch mehr überrascht, muss ich sagen, die neue. Nur das Fahrwerk, da muss man eben schauen, dass man das ein bisschen optimiert. Ja, ihr müsst es dann selber entscheiden, welcher euch mehr taugt. Danke fürs Zuschauen.